Wenn wir Klang und Töne ganz eng bei uns denken bzw. spielen, klingen die Töne dementsprechend auch eng und verkrampft und man hat über die Zeit, indem man eben so spielt, auch immer wieder mit Problemen zu kämpfen, wie zum Beispiel enger Hals, zu hohe Intonation, zu wenig Ausdauer etc. pp. Wichtig ist, dass wir unseren Ton in den Raum hineindenken. Das heißt, wenn du zum Beispiel in deinem Übezimmer bist oder in einer großen Kirche oder Saal oder was auch immer, dann denk den Ton im Volumen des Raums. Groß denken. Nicht laut und forciert, sondern der Ton soll wie aufblühen im Raum. Komplett jede Ecke, jeden Winkel, jede Dachritze erreichen und diesen Raum eben wunderbar mit Klang füllen. Das heißt auch beim Einatmen schon. Immer darauf achten, dass du nicht eng denkst, ne? Sondern wir denken eher weich und offen. Das heißt, es ist wie eine Art Einstaunen. Und bringen dementsprechend dann auch diese warme Luft ins Instrument. Und denken eben groß in den Raum hinein, den Klang. Das fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Ich habe auch keinen Druckpunkt im Körper, sondern ich gebe die Luft raus. Es war jetzt auch nicht forciert im Forte oder mehr, sondern es war dieses. Und man hat richtig gemerkt, die Trompete klingt offen und weich und frei geht der Ton nach außen. Und das sollte das Ziel sein, wenn wir auch zu Hause Trompete üben, in der Orchesterprobe spielen, im Ensemble bzw. im Konzert beim Auftritt. Denk immer nach außen den Klang. Nicht so eng bei dir. Du merkst schon allein, dass mir diese Handhabung hier macht, diese Haltung, dieses Enge, man merkt einfach, es entstehen da Blockaden. Wichtiger ist, dass wir einatmen und das nach außen bringen. Natürlich sind hier viele Faktoren im Körper zuständig, aber wenn du dich darauf konzentrierst, dass du die Luft erstmal frei und offen nach außen bringst, in dein Instrument und somit den Klang in den Raum transportierst, wirst du viele Probleme nicht entwickeln, viele Blockaden nicht entwickeln. Und das ist ein riesengroßer Sprung nach vorne bei deiner trompeterischen Entwicklung. Sobald du alles eng verkrampft und vor allem auch bei hohen Tönen eng nach oben versuchst zu drücken, sind wir auf dem falschen Dampfer. Das entstehen immer Probleme im Laufe des Trompetespielens, vor allem auf diese Art und Weise. Und wir haben eben mit Problemen zu kämpfen. Also achte auf deine Einatmung und vor allem auf das nach außen bringen der Luft. Denke immer nach außen in den Raum und du wirst merken, es ist insgesamt alles viel weicher. Es klingt wesentlich angenehmer für dich und auch für die Zuhörer. Und es fühlt sich einfach beim Trompetespielen wahnsinnig angenehm an. Das heißt, wir haben hier nur Vorteile. Und jetzt heißt es, das noch umzusetzen und dann selbst beim Trompetespielen erfahren, wie schön und wie angenehm das während dem Spielen ist. Und somit hast du einen Schritt weiter in deiner trompeterischen Entwicklung gemacht. Und das sollte doch immer unser Ziel sein. Gesundes, angenehmes, klangvolles Trompetespielen. Nicht forciert und eng. Das schafft nur Verkrampfungen, das schafft Blockaden, das strengt an. Der gegenteilige Weg ist eben wichtig, weiches Ein sowie Ausatmen und dann klappt es auf der Trompete auch gleich eine Spur besser. Lass am Ende von dem Video gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.